Im Dschungel des Amazonas in Peru lebt eines der letzten unkontaktierten Völker, das Menschen aus der Außenwelt meidet. Für sie ist Feuer Magie und jeder Mensch in Kleidung ist ein Zeichen von Gefahr. Dieses Volk, die Mashco-Piro, ist eines der geheimnisvollsten auf dem Planeten. Warum verzichten die Frauen dieses Volkes seit Jahrhunderten auf Kleidung? Wie lebt das Volk der Mashco-Piro wirklich im Amazonas? Und warum sperren sogar die Behörden von Peru den Zugang zu diesen Gebieten? Auf dem Kanal Globus Gang heute das echte Leben eines unkontaktierten Volkes im Amazonas. Gebt ein Like und wir gehen nach Peru, an Orte, die für die meisten verschlossen sind. Wir beginnen. Amazonas, Peru. Das Gebiet des unkontaktierten Volkes, der Mashco-Piro. Wir befinden uns in der Region Madre de Dios, im Osten von Peru, im Herzen des Amazonas. Das ist nicht einfach nur ein Wald. Es ist eines der am schwersten zugänglichen Gebiete der Welt, wohin man fast nicht gelangen kann. Und von wo es noch schwieriger ist, wieder herauszukommen. Die Fläche dieses Dschungels beträgt mehr als 85.000 Quadratkilometer. Das ist wie 3 Belgien oder fast ganz Österreich. Und all das ist dichter, undurchdringlicher Amazonas. Aber das Seltsamste sind nicht die Ausmaße. Laut offiziellen Angaben beträgt die Bevölkerungsdichte hier 0. In Wirklichkeit ist dieser Dschungel jedoch bewohnt. Hier lebt eines der letzten unkontaktierten Völker des Amazonas, die Mashco-Piro. Nach Angaben des Kulturministeriums von Peru und der Organisation Survival International liegt ihre Zahl bei 600 bis 800 Menschen. Sie sprechen eine Sprache der arawakischen Sprachfamilie. Doch es gibt ein wichtiges Detail. Diese Menschen sind nicht nur isoliert, sie vermeiden bewusst jeden Kontakt mit der Außenwelt. Zu ihrem Schutz wurde das Reservat Madre de Dios geschaffen, mehr als 800.000 Hektar Gebiet, das für Besucher geschlossen ist. Das ist eine VACI-Zone, ein Gebiet von Völkern in freiwilliger Isolation. Hier gibt es keine Straßen, keine Verbindung, keine gewohnte Zivilisation. Und die wichtigste Frage: Wie überleben sie unter solchen Bedingungen? Die Mashco-Piro sind Nomaden. Sie bauen keine dauerhaften Siedlungen und bewegen sich ständig durch den Amazonas, folgen den Ressourcen und vermeiden Gefahren. An einem Tag können sie bis zu 30 Kilometer durch dichten Dschungel zurücklegen. Dort, wo ein vorbereiteter Mensch nicht einmal einen Kilometer schafft. Die Kautschukzeit. Warum das Volk der Mashco-Piro den Kontakt meidet. Um zu verstehen, warum das Volk der Mashco-Piro im Amazonas Menschen meidet, muss man in die Vergangenheit zurückgehen. An das Ende des 19., den Anfang des 20. Jahrhunderts, in die Zeit des sogenannten Kautschukbooms. Genau damals wurde der Amazonas zum Zentrum der Gewinnung von natürlichem Kautschuk. Die Nachfrage wuchs und in den Dschungel von Peru kamen Expeditionen, Händler und Unternehmer. Einer der bekanntesten war Carlos Fitzcarrald, der Routen durch die am schwersten zugänglichen Gebiete des Waldes erschloss. Doch dahinter stand auch eine andere Realität. Nach historischen Daten und Berichten von Forschern wurden die indigenen Völker des Amazonas zu Zwangsarbeit gezwungen, gewaltsam umgesiedelt und ihr gewohnter Lebensstil zerstört. Ganze Gemeinschaften wurden von ihrem Land verdrängt. Viele zogen immer tiefer in den Dschungel, um vollständig aus dem Blickfeld der Außenwelt zu verschwinden. Genau damals entstand ihr wichtigstes Prinzip: Fremden nicht zu vertrauen. Menschen von außen nennen sie Koha, diejenigen, die Gefahr bringen. Das ist eine bewusste Entscheidung, eine Überlebensstrategie, die es ihnen ermöglicht, ihre Kultur und ihr Leben zu bewahren. Und an diesem Punkt pausiert das Video und schreibt in die Kommentare: Wenn ihr an ihrer Stelle wärt, würdet ihr auch aufhören, der Außenwelt zu vertrauen? 1. Ja, ich würde den Kontakt meiden. 2. Nein, ich würde versuchen, Kontakt aufzunehmen. Schreibt nur die Zahl. Es ist interessant, eure Meinung zu erfahren. Mashco-Piro. Wie leben die Frauen im Dschungel des Amazonas? Der Alltag des Volkes der Mashco-Piro ist ein Triumph der Funktionalität über die uns gewohnten Regeln.
Die Frauen leben hier ohne Kleidung. Und unter den Bedingungen des Amazonas ist das keine Wahl, sondern eine Notwendigkeit. Was für uns seltsam erscheint, ist für sie eine Art zu überleben. Bei einer Luftfeuchtigkeit, die fast 100% erreicht, wird jeder Stoff schnell zu einer Quelle von Problemen. Deshalb wird statt Kleidung Achiote verwendet, eine Paste aus den Samen der Pflanze Bixa. Sie färbt die Haut in einen terrakottafarbenen Ton und schützt gleichzeitig vor der Sonne, vor Insekten und vor der Umwelt. Hier gibt es kein Konzept von Scham. Der weibliche Körper ist hier ein vollkommenes Werkzeug zum Überleben. Schaut euch ihre Anmut an. Sie finden Nester von Schildkröten auf sandigen Ufern, fangen Weichtiere und kennen hunderte Arten von Heilpflanzen. Geburten finden direkt im Wald statt, unter natürlichen Bedingungen, ohne Beteiligung von Ärzten. Die Mashco-Piro leben so, wie ihre Vorfahren vor 500 Jahren lebten. Das ist eine Welt, in der der Wert einer Frau nicht durch äußere Standards bestimmt wird, sondern durch Fähigkeiten, die beim Überleben helfen. Wie jagen sie im Dschungel des Amazonas? Ein Mann aus dem Volk der Mashco-Piro ist ein Mensch, dessen Leben vollständig mit der Jagd und dem Überleben im Amazonas verbunden ist. Jeder Tag bedeutet für ihn Bewegung, die Suche nach Beute und den Kampf um Ressourcen. Die Hauptwaffe des Volkes ist ein Bogen aus der schwarzen Chonta-Palme, bis zu 2 Meter lang. Um eine solche Sehne zu spannen, ist erhebliche körperliche Kraft erforderlich. Die Pfeile werden aus Bambus hergestellt. Die Spitzen sind austauschbar, schmale für Fische, breite für die Jagd auf größere Tiere wie Pekaris. Im Gegensatz zu anderen Völkern des Amazonas verwenden die Mashco-Piro keine Gifte. Ihre Jagd basiert auf Präzision, Können und Schlagkraft. Selbst mit 50 Jahren behält ein Jäger eine schnelle Reaktion und ein scharfes Sehvermögen, das ihm ermöglicht, im Dschungel des Amazonas zu überleben und selbst die kleinste Bewegung zu bemerken. Sie haben kein Übergewicht und keine typischen Krankheiten der Zivilisation, nur Ausdauer, trockene Muskeln und Instinkte, die über Jahre hinweg geschärft wurden. Kontakt mit den Völkern des Amazonas. Warum kommt es zu Zusammenstößen? Im Jahr 2011 ereignete sich ein Fall, der dazu führte, die Versuche eines Kontakts mit isolierten Völkern des Amazonas anders zu betrachten. Ein Einheimischer, Nicolás Chico Flores, ließ ihnen viele Jahre lang Geschenke zurück, in der Hoffnung, eine Verbindung herzustellen. Doch eines Tages kam er zu nahe und es endete tragisch. Warum ist das passiert? Nicolás sah sich selbst als Freund. Aber für die Mashco-Piro gibt es keine Freundschaft mit Fremden. Geschenke, Macheten, Töpfe, Bananen wurden nicht als Zeichen guten Willens wahrgenommen, sondern eher als eine Art Darbringung. Als er jedoch die Distanz verletzte, überschritt er die Grenze ihrer Welt. Es ist wichtig zu verstehen, die Reaktion der Mashco-Piro ist keine Aggression, sondern der Schutz ihres Territoriums und ihrer Lebensweise. Und dafür gibt es ernsthafte Gründe. Selbst gewöhnliche Krankheiten, die für die Außenwelt ungefährlich sind, können für isolierte Völker eine große Gefahr darstellen, da sie keinen Schutz gegen solche Krankheiten haben. Deshalb wird jede Annäherung unabhängig von den Absichten als potenzielle Gefahr wahrgenommen. Ihre Antwort ist ein Weg, Grenzen zu setzen und die Distanz zur Außenwelt zu bewahren. Amazonas. Was verbirgt sich hinter dem Dschungel? Doch es geht nicht nur um seltene Kontakte mit der Außenwelt. Der Amazonas bleibt eine Region, in der illegale Abholzung weitergeht und sich eine Schattenwirtschaft entwickelt. Holzfäller dringen in die am schwersten zugänglichen Gebiete vor und fällen wertvolle Holzarten, darunter Mahagoni. Parallel dazu wird tief im Dschungel die Aktivität versteckter Gruppen festgestellt, die abgelegene Flächen für ihre Transporte nutzen. Und all das geschieht in Gebieten, in denen isolierte Völker leben. Solche Aktivitäten verändern nach und nach das Ökosystem. Der Lärm der Maschinen vertreibt Tiere und stört die gewohnten Wege bei der Nahrungssuche. Für die lokalen Gemeinschaften bedeutet das den Verlust von Ressourcen und einen Anstieg der Spannungen. Und seltsamerweise
handelt jede Seite weiterhin nach ihren eigenen Regeln. Doch die Mashco-Piro sind nicht die einzigen Bewohner dieser Orte. Sie teilen diesen Dschungel mit tausenden Arten von Tieren und Pflanzen, von denen viele nur im Amazonas vorkommen. Und all das ist das Gebiet des Nationalparks Manu in Peru. Das ist nicht einfach nur ein Wald, sondern eine der artenreichsten Regionen der Welt. Nach Forschungsdaten leben hier mehr als 1000 Vogelarten, hunderte Arten von Säugetieren und zehntausende Pflanzenarten, etwa 10% der weltweiten Vielfalt. Hier kann man riesige Flussotter antreffen, die man Wasserwölfe nennt. Sie werden bis zu 2 Meter lang. Es ist ein seltener Ort, an dem in einem Gebiet Jaguar, Faultier und schwarzer Kaiman zusammenleben. Einer der wichtigsten natürlichen Punkte ist die Colpa de Guacamayo. Das sind Lehmklippen, zu denen jeden Morgen hunderte bunte Ara-Papageien fliegen. Sie fressen den Lehm, um natürliche Giftstoffe aus ihrer Nahrung zu neutralisieren. Vor euch ist ein lebendiges Bild aus Farben und Geräuschen, eines der beeindruckendsten Schauspiele des Amazonas. Und über all dem ragen die echten Patriarchen des Dschungels, die Ceiba-Bäume. Ihr Alter kann mehr als 500 Jahre betragen und ihre Höhe erreicht 60 Meter. Für die Mashco-Piro sind diese Bäume nicht nur ein Teil der Natur, sondern ein Symbol der Verbindung mit der Welt der Geister. Wenn man die Mashco-Piro betrachtet, ist es schwer, sich nicht eine Frage zu stellen, vor der man sich normalerweise lieber abwendet. Wir haben alles: Technologie, Komfort, Zugang zu Wissen. Aber haben wir diese innere Ruhe, die man in ihren Blicken erkennt? Sie wissen nicht, was Kredite, Deadlines und ein endloser Nachrichtenstrom sind. Ihr Leben ist schwerer, an manchen Stellen härter. Aber es gibt nichts Überflüssiges darin. Jede Handlung hat hier einen Sinn. Nahrung finden, die eigenen schützen, einen weiteren Tag im Dschungel des Amazonas überleben. Und genau hier entsteht das wichtigste Paradox. Wir nennen sie ein isoliertes Volk. Aber vielleicht haben wir uns weiter von der Realität entfernt als sie. Sie sind kein Überbleibsel der Vergangenheit. Sie sind eine Erinnerung daran, wie wir einmal waren. Heute stehen der Amazonas und die ganze Welt vor einer schwierigen Entscheidung. Soll man solche Völker in Ruhe lassen oder eingreifen und alles für immer verändern? Und was denkt ihr? Soll man sie vor der Außenwelt schützen oder die Außenwelt vor uns selbst? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch solche dokumentarischen Geschichten nahegehen, abonniert den Kanal Globus Gang. Gebt ein Like, wenn euch dieses Video zum Nachdenken gebracht hat. Und denkt daran, wo es nichts Überflüssiges gibt, bleibt das Wesentliche.